Was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, ein Werkzeug einzumessen und was für Arten von Werkzeuge kann ich alle einmessen? Hier ein Beispiel von einem Löffel. Ich brauche dafür einen Meterstab, das Tablet und den Sensor. Als erstes gehen wir hier wieder auf Werkzeuge, hinzufügen und wählen wieder den Löffel aus. Jetzt gehen wir hier über Eingabe und brauchen jetzt zum einen die Position des Sensors. Der wird jetzt hier so montiert, dass er wieder möglichst an der Kante sitzt, dass die Vorderkante hier wieder wirklich parallel ist zur Schneide und der Pfeil Richtung Fahrerkabine schaut. Jetzt werden wir hier nach 3 Werten gefragt. Der eine Wert die Einrückung, das heißt die Distanz hier von der Mitte des Sensors bis hier unten zur äußersten Kante von der Schneide. Das sind in dem Fall etwa 13 cm. Das heißt, wir geben hier die 13 cm ein. Dann werden wir nach der Breite der Schneide gefragt. Das ist die Gesamtbreite der Schneide an dem Werkzeug. Das sind hier exakt 140. Und zuletzt werden wir noch nach der Höhe gefragt. Die Höhe gibt an, von hier außen vom Sensor der Markierung bis zur Schneide runter. Also die Distanz, das sind in dem Fall genau 120 cm. Bestätigen dies mit OK und müssen jetzt im letzten Schritt das Werkzeug justieren. Das heißt, das Werkzeug so lang neigen, bis der Sensor mit der Schneide im Lot ist. Wenn wir jetzt das Werkzeug entsprechend justiert haben, können wir hier mit OK die Neigung bestätigen und erhalten im nächsten Schritt direkt das Werkzeug wieder als aktives Werkzeug. Ab jetzt ist das Werkzeug eingemessen. Wichtig auch hier wieder, am besten eine Ebene erstellen auf einem definierten Höhenpunkt und durch Öffnen oder Schließen des Werkzeugs die Höhe kontrollieren, dass die Neigung entsprechend von dem Werkzeug, vom Sensor zur Schneide ordentlich kalibriert ist. Wie messe ich meinen Löffel mit dem Hybridverfahren ein? Zuerst wir gehen wieder hier auf unseren Werkzeug-Tab, klicken auf Hinzufügen, wieder auf Löffel. Jetzt wählen wir das hybride Antastverfahren aus. Jetzt müssen wir ein entsprechendes Werkzeug auswählen, mit dem wir das Antasten durchführen. Das ist hier jetzt unser Messstab mit der Höhe von 1,80 Meter, also unser Standardmessstab. Jetzt können wir die entsprechend linke Werkzeugecke hier so antasten, dass die Spitze vom Roverstab genau mit der Ecke übereinstimmt. Und wir versuchen den Roverstab einigermaßen gerade zu halten, um eine möglichst präzise Positionierung zu erreichen. Wir erfassen die linke Ecke, gehen nun auf die rechte Seite rüber und machen es hier identisch. Wir gehen auch wieder die entsprechende Werkzeugecke an, tasten die mit der Spitze von dem Roverstab an und erfassen auch hier die Position. Jetzt nehmen wir den Sensor vom Roverstab ab und packen diesen so, dass der Pfeil wieder Richtung Fahrerkabine schaut, auf unser Werkzeug. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass hier die vordere Kante von dem Sensor, also die, auf die der Pfeil zeigt, wirklich parallel ist mit der Schneide vom Werkzeug. Sobald dies der Fall ist, gehen wir zurück, halten etwas Abstand, um das GPS nicht zu verfälschen und wählen hier den Werkzeugpunkt aus. Damit ist auch dieser erfasst und jetzt können wir das Werkzeug abspeichern unter unserem Namen. Dieses Werkzeug ist auch jetzt wieder automatisch aktiv gesetzt und wir sehen hier in der Arbeitsansicht unser Werkzeug. Jetzt können wir genauso wie beim regulären Einmessen über das Antastverfahren, was wir euch in den Erklärvideos gezeigt haben, wieder eine Ebene erstellen und anhand dieser Ebene testen, dass das Einmessverfahren präzise war. Sollten wir hier einen Fehler feststellen, wiederholen wir es oder wählen eine andere Variante, also zum Beispiel das Antasten. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.